Liebe Finalteilnehmer des YPC Bank 2023, herzlich willkommen in Extremadura. Los geht's. We arrived. We are in the middle of nowhere. Das ist vielleicht ganz gut, dass das hier so ein Inside-Interview ist, weil das sowas würde ich in einer Show, die wir produzieren, nicht sagen. Da gab es Diskussionsstoff. Es ist das erste Mal, dass ich ins Finale vom YPC gekommen bin. Es ist das zweite Mal, dass ich in einem großen Turnier mitfische. Es erwarten uns 4 spannende Tage. Schaut euch den Zander an und er legt wieder los, die Maschine. Bam! Steckt da so viel Arbeit rein, so viel Herzblut. Möge der Beste diesen Pokal mit nach Hause nehmen. Ich habe gedacht, wenn ich das nicht schaffe, dann wird es auf jeden Fall nicht für den Sieg reichen. The moment came that I will never forget. Was für eine Scheiße. Wir haben Platten. Das kann meiner zerstochen haben. Und jetzt viel Spaß beim Blick hinter die Kulissen des YPCs 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Gas TV. Heute was ganz Besonderes. Wir senden hier live aus dem Flieger, weil ich bin auf dem Weg zum YPC Bank Finale 2023 nach Extremadura. Wie der Weg hierhin war, also wie die Vorrunde verlief, seht ihr in dieser Episode. Ihr kriegt Einblicke hinter die Kulissen, ein kleines Making-of und ihr seht natürlich, wie das Turnier im Finale für mich verlaufen ist. Von Berlin ging es dann erstmal mit dem Flugzeug nach Madrid und dort mit dem Mietwagen etwa 3 Stunden in den Südwesten Spaniens nach Extremadura. Jetzt sind wir da in Spanien. Ich bin mega aufgeregt. Jetzt ist man nur in die letzten 4 gekommen und ja, die sind aber so krasse Gegner. Ton, Patrick und Flo. Es wird nicht einfach. Und deswegen ist man umso nervöser. Krass ist auch, ich kenne hier nichts, war noch nie da und durch Up North hatte ich keine Zeit für irgendwas. Also ich habe mich keine Sekunde vorbereitet. Gestern irgendwie noch ganz schnell alles Tackle zusammengeworfen. Eieiei, eieiei, die Pumpe geht. Und das Krasseste, was mich noch nervöser macht, ihr wisst alle, wenn man mit Angelgepäck reist, dann kommt es nicht immer an. In einem Tag kriege ich keine Mayonnaise One ran. Also ich bin deswegen jetzt noch nervöser als wegen des Wettkampfs. Mal gucken. Oh, da steht schon die Prominenz, die Angelprominenz aus Deutschland. Hola amigos, es Señor Guapo y Señor Arriba. Mein Spanisch ist richtig gut. Hijo de p***. Das sind alles Wörter, die man nicht sagen sollte. Die müssen wir piepen, glaube ich, oder? Sollten wir. Oh, yes! Yes, yes, yes! Wie geil ist das bitte? Das war das absolut Wichtigste, weil das hätten wir so schnell nicht wieder bekommen. Jetzt, wenn der Mietwagen jetzt noch klappt, dann kann nichts mehr schief gehen. How are you? Alles okay, habe ich gelesen. Yeah. The rods were here, so. Oh, you didn't bring that much rod? No, you're kidding. No. Crazy, that's good. I mean, it's easy, right? Yeah, I brought, for every rod, I brought a spare rod. I have 1 spare of 1 rod, so. And all your tackle is in here? Fucking hell, I did something wrong, I guess. Or I did something wrong. No, I mean, if you know what you do, you know. So, Mietwagen hat auch geklappt. Haben sogar noch mal ein bisschen größeres Auto bekommen, weil wir sehr viel Gepäck wieder haben. Aber bis jetzt hat alles sehr gut geklappt. Hoffentlich läuft es im Turnier auch so. Was ist das hier eigentlich für ein Koffer, Alter? Mein Opa hatte auch mal so einen Koffer. Vor allem riesig und nichts drin, sauleicht. Alles eingepackt. Los geht's. Es wird immer ernster. Wir kommen immer näher zum Ziel. Auf jeden Fall Bock. Bye! Wir sind jetzt fast 300 Kilometer über spanische Autobahn gebrettert. Die Landschaft war sehr, sehr karg, muss man sagen, wüstenähnlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie irgendwie mal Wasser kommt, aber spätestens in 40 Kilometern, da sind wir nämlich da, sehen wir Wasser. Ich bin mega gespannt. Da wird sich erstmal vorbereitet, eine Runde geschlafen, weil wir hatten echt nicht viel Schlaf. Und dann geht's morgen ins Training. Hi! Hallo! In Extremadura angekommen haben wir uns dann erstmal Toni geschnappt. Also kein Schlafen,
kein Ausruhen, weil wir wollten erstmal für euch Zuschauer wissen, was ist denn eigentlich Sache? Was sind die Regeln? Ein paar Hintergrundinformationen sammeln und deshalb haben wir gesagt, Toni, komm, wir machen jetzt ein Interview. Die Wahl fiel auf Extremadura dieses Jahr, weil wir gerne das Konzept vom letzten Jahr noch mal wiederholen wollten, mit 4 Anglern irgendwo hinzufahren, wo sich keiner bisher auskennt, wo alle dieselben Vorkenntnisse haben und niemand irgendwie einen Vorteil hat. Dieses Jahr kann man insgesamt 8 Fische aufs Scoreboard bringen. 2 Hechte, 2 Zander und 2 Black Bass. Halt, stopp, Toni, ich muss dich unterbrechen. Nämlich haben wir dann demokratisch vor Ort entschieden, das wurde tatsächlich von der Turnierleitung angeregt, wollt ihr wirklich 2 Hechte mit in die Wertung bringen, weil die Turnierleitung hat vorher irgendwie schon Leute da gehabt, die geangelt haben und die meinten, Hecht ist extrem schwer. Deshalb gab es den Vorschlag, einen Various-Fisch zu erhöhen und einen Hecht wegzunehmen. Das heißt, man konnte wirklich als fixe Fische 2 Zander, 2 Bass und einen Hecht in die Wertung bringen und dann halt eben 3 Various-Fische. Das sind so Informationen, ne, die sieht man natürlich nicht, wenn man nur den YPC anguckt, aber ja, das ist halt eben vorher passiert und im Nachhinein bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Entscheidung gewesen. Also Patrick, Ton, Flo und ich waren dafür, deswegen gab es da auch kein Problem und wir haben einen Hecht aus der Liste gestrichen. Barsch fällt raus, ist hier nicht vertreten oder zumindest nicht in der Zahl und Größe, die man bräuchte, um das hier als Zielfisch fürs Turnier zu machen. Zusätzlich kann man, wie beim YPC üblich, dann auch noch Bonusfische einbringen, das sind hier 2. Und wir haben eine ganze Reihe an Bonuspunkten. Insgesamt kann man 500 sammeln, 50 für Topwaterfische, 5 mal 10. Es gibt 30 Extrapunkte, die haben wir diesmal Explorer Points genannt, weil letztes Jahr waren es Island Points, aber wir sind hier halt auf keiner Insel. Die erreicht man, wenn man an 3 verschiedenen Gewässern mindestens einmaßigen Fisch fängt. Und man kann auch noch 20 Extrapunkte bekommen, wenn man eine Barbe fängt von 50 cm Länge oder mehr. Es gibt hier, glaube ich, sogar mehrere Barbenarten. Da zählen dann alle Arten. Ja, die Barbe, Bonuspunkt. Fand ich nicht so toll tatsächlich, weil es für mich ein Raubfischwettkampf ist. Und ich wusste gleich taktisch, das werde ich nicht machen. Ich bin kein Experte darin und ich konzentriere mich erstmal auch wirklich aufs Raubfischangeln. Das ging dann noch ein bisschen weiter und das führt auch zur Diskussion, weil am Ende dann auch gesagt wurde, hey, wenn jetzt Flo beispielsweise mit einer Brotfliege von der Oberfläche einen Karpfen fängt, dann zählt das auch als Topwater-Punkt. Da war ich natürlich dagegen, weil es für mich ein Raubfischwettkampf ist. Aber am Ende haben wir demokratisch entschieden und alle haben gesagt, hey, das ist für die okay. Also alle außer mir. Und das war dann für mich auch okay. Und am Ende ist es natürlich auch nicht zustande gekommen. Aber für die Zuschauer als Hintergrundinformation, da gab es Diskussionsstoff. Aber am Ende war es natürlich für alle okay. Jetzt geht's also los. Erster Trainingstag. Trainingstag ist etwas übertrieben, weil wir dürfen wirklich nur an die Gewässer fahren und uns die angucken. Also eigentlich checken, ob man Zugang zum Wasser hat. Keinen Wurf machen, keine Angeln mitnehmen. Ich bin ganz schön fertig. Gestern ging es wirklich, wirklich lang. Ich glaube, ich war um 4 Uhr im Bett und um 6.40 Uhr schon wieder wach. Ich muss sagen, da war der Ton deutlich disziplinierter. Ich glaube, Ton ist auch ein richtig heißer Kandidat auf den Titel. Der überlässt nichts dem Zufall. Sich richtig, richtig gut vorbereitet. Ich meine, ihr wisst ja jetzt, wer den Titel gewonnen hat. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, der macht's dieses Jahr, weil ich habe schon gesehen, der jeden Guide hier kennt er beim Vornamen und so. Der ist gut vorbereitet. Vor Ton habe ich im Moment am meisten Sorge. Egal, jetzt geht es erstmal ins Wasser. Erstmal gucken, wo kommen wir ran, wo könnten potenzielle Zanderplätze, Bassplätze oder auch Hechte stehen. Halbe Stunde Fahrt noch und dann geht's los. Ich werde immer nervöser. Auch hier, guck mal, jetzt relativ steil ab. Wir sind richtig Offroad unterwegs. Gerade schon gedacht, ey, hoffentlich kriegt man hier keine Reifenpanne an, wenn man richtig am Arsch. 5 Kilometer haben wir jetzt noch hier über diese Ruckelpiste. Ich hoffe, dass nicht am Ende dann irgendwie ein Zaun ist und man dann nicht hinkommt. Gut, dass Toni uns hier kein Polo oder so gemietet hat, weil also ein bisschen höheres Auto braucht man hier schon. Eieiei. Wenn die Anfahrt überall so ist, na dann
Prost Mahlzeit. Aber meine Überlegung ist, vielleicht ist die Anfahrt hier so unbequem, dass hier kaum einer hingeht zum Angeln. Mist. Ja, dafür ist so ein Trainingstag tatsächlich doch gut, dass man einmal checken kann, kommt man hier überhaupt ans Wasser. Weil eigentlich war der Plan von Toni sogar, direkt zu starten, haben sich aber fast alle, also wir haben demokratisch entschieden. Patrick war nicht dafür, weil er sich sehr gut vorbereitet hat, aber Ton, Flo und ich waren dafür, nochmal die Zugänge zum Wasser zu checken. Und ich bin sehr froh, dass wir das jetzt gemacht haben, weil wenn das hier im Turnier passiert, wir fahren jetzt schon eine Dreiviertelstunde länger, als wir eigentlich geplant haben zu fahren. Und das bringt natürlich am Ende gar nichts, wenn du die ganze Zeit fährst und nicht angelst. Also ja, ich bin froh über diesen Trainingstag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ein bisschen Glück braucht man hier auch, um da genau den richtigen Spot zu finden. Ich hatte keine Zeit, um mich vorzubereiten. Up North und andere Projekte waren halt eben wichtiger. Und die Nacht vorher habe ich aber angefangen, mal YouTube-Videos zu gucken aus der Region. Und habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass das alles gar nichts gebracht hat, weil das Wasser so viel niedriger war, dass die Spots, die vorher vielleicht interessant waren auf YouTube, jetzt überhaupt nicht mehr zu beangeln waren oder überhaupt nicht mehr, die gab es gar nicht mehr, weil da Land war. So, das Wasser ist zu sehen. Also so richtig sexy sieht es nicht aus, muss ich sagen. Naja, lass uns mal hier langlaufen. Na los! Wichtig natürlich auch immer eine Navionics-App dabei zu haben. Ich habe echt überlegt, einen Leaper mitzunehmen, aber Routen sind gänzlich verboten, man darf nichts werfen. Aber wir stehen schon im See. Ich stand wirklich an einem Spot und da stand ich auf dem Land anstatt im Wasser. Das war echt krass. Also ein bisschen Enttäuschung war dann schon da. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, man sieht schon, das Wasser ist eigentlich bis hier eingezeichnet und wir stehen jetzt mittendrin. Angeblich ist es hier, wo wir sind, 7 Meter, aber hier sind 11,5. Das heißt, wenn wir hier auf 7 Meter stehen, hier ist 0, ist es da vielleicht 2,5 im Loch. Zander kann ich mir hier vorstellen, aber weiß nicht, ich bin jetzt nicht der Bass-Experte, aber es wirkt jetzt hier nicht besonders bassig und auch erst recht nicht hechtmäßig. Naja, ich habe gehört, man soll gucken, dass man Kraut findet. Und wenn man Kraut findet, hat man alle 3 Fischarten. Kraut haben wir jetzt auf jeden Fall nicht. Der Trainingstag war natürlich extrem schwierig. Wenn man ehrlich ist, so richtig entscheiden, welcher Spot gut ist oder nicht, konnte man nicht. Was man aber herausfinden konnte, wo kann man ran, wo kommt man ans Wasser, wo kann man angeln und wie weit liegen potenzielle Spots voneinander entfernt. Das war sehr wichtig, finde ich, rauszufinden, weil wir ja alle noch nie dort waren. Aber um jetzt wirklich die Tiefen rauszufinden und so weiter, hat der Trainingstag eigentlich nichts gebracht. Das Haus, das habe ich gesucht. Sieht geil aus, aber auf der anderen Seite finde ich es auch so ruhig und es wirkt alles so flach. Aber irgendwie nicht das Gefühl, dass hier Aktivität ist. Die Hitze, vielleicht müssen wir uns in dem anderen Teil des Sees orientieren, weil der ist ein bisschen tiefer, ein bisschen weiter. Da habe ich das Gefühl, es ist mehr Sauerstoff. Naja, wir gehen mal runter, gucken uns das mal von nahen an und dann fahren wir weiter zum nächsten Spot. Natürlich wollte ich auch wissen, wie die anderen sich vorbereitet haben. Man hat während des Wettkampfs natürlich immer mal was mitbekommen oder vorher. Aber nach dem Wettkampf wollte ich es ganz genau wissen und den ersten, den ich mir geschnappt habe, war der Flo. Ich habe ein bisschen im Freundeskreis rumgefragt, wer hier schon mal gefischt hat. Musste aber herausfinden, dass keiner meiner Bass-Freunde hier jemals gefischt hat. Alle sind immer in Italien anscheinend. Das scheint bassmäßig interessanter zu sein. Und habe dann aber über meinen Sponsor einen Kontakt bekommen, der hier vor Ort gelebt hat und hier viel gefischt hat und über den dann verschiedene Stellen und Informationen erhalten. Florian Hassenpflug, der mit einer beeindruckenden Zander-Serie ins Finale eingezogen ist und den Titelverteidiger Ton von Hamm in der Zwischenrunde auf den 2. Platz verwiesen hat. Er ist der Angler im Teilnehmerfeld, der vermutlich die meiste Auslandserfahrung hat. Ein weiterer Vorteil? Flo ist begeisterter Fliegenfischer. It only counts on fly. Vor allem, wenn es um die zu erzielenden Extrapunkte geht, sollte er damit ein entscheidendes Argument auf seiner Seite haben. Aber jetzt zurück zu Dustin ans Wasser. Geil sieht das schon aus, kannst du sagen, was du willst. So, als aufmerksamer Beobachter der Sender Pro hat man das vielleicht noch in seinem Kopf. Dieses Haus war ganz prägnant. Ich wusste natürlich, dass das hier ist, deswegen habe ich es gesucht und jetzt auch gefunden. Ob das gut ist, das Wasser ist viel niedriger als in der Sender Pro.
Naja, aber hier mit den Steinen und mit der Kante, das sieht schon so aus, als ob man hier gleich tieferes Wasser hat. Abwarten. Und ich glaube, der Toni hat hier einen großen Hecht verloren. Ich muss mir das heute Abend noch mal angucken und recherchieren. Ich hatte noch gar keine Zeit, mir irgendwas anzugucken. Deswegen heute Abend, so 6 Stunden vorm Wettkampf, kann man schon mal anfangen, ein bisschen sich vorzubereiten. Dustin Schöne. Der Mann, der immer nervös ist und stetig auf passendes Schuhwerk setzt. In der Vorrunde konnte der Nace-Gründer dank eines 1,26 Meter langen Hechts seinen von ihm selbst aufgestellten YPC-Uferpunkterekord knacken und ist anders als im letzten Jahr souverän ins Finale eingezogen. Es wäre überraschend, wenn beim Mitglied des Team Chaos in Spanien alles glatt gehen sollte. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier ein paar Fische spotten können. Hier ist so eine Engstelle, wo so 2 Seeteile miteinander verbunden werden. Das ist irgendwie so gefühlt ein Hotspot. Oh, da steht auch ein maßiger Bass. Das ist schon mal gut. Oh, optisch ist das hier schon ein Traum, ey. Wenn das jetzt auch noch geil beißt, könnte das tatsächlich zu einem Revier werden, wo ich öfter mal hinkomme. Dann finde ich endlich mal einen Fisch, den ich auch sehe. Also ein richtig gutes Indiz dafür, dass die Bass da sind. Und wer ist dann am Spot? Natürlich Ton. Müsste man ihn jetzt nicht mal irgendwo langlaufen sehen, wenn er hier wäre? Das war echt wieder so. Ich freue mich immer, ihn zu sehen, aber da habe ich gedacht, ey, heute muss ich dich nicht wirklich sehen. I always like to see you, but not here, to be honest. For me, everything looks quite dead because it's so much sun. It feels like no oxygen at all. I saw some big bass. Really? Yeah. Ton van Ham. Der Titelverteidiger hat es auch wieder geschafft. If I look back on my YPC experience this year, I started off in a polder where I knew some guys were fishing and I saw the footsteps also. It was a very unknown polder in the first year I started at YPC, and I did very well in this similar polder. Knowing that there was fish this year and then catching 88 centimeter and a 93 centimeter pike was for me the highlight of the first round. I thought for this tournament in specific that Dustin Schöne was my biggest concurrent. I said this also in the Hecht und Barsch interview, and I still think it would be very hard to beat him. Unser Streber in der Finalrunde. Vor Ankunft in Spanien hatte Ton schon jedes Angelgeschäft in Extremadura abtelefoniert und war mit jedem Guide im Umkreis von 100 Kilometern per Du. Aber mal im Ernst, die Konstanz des belgischen Poldertrolls ist schon enorm. 3 Teilnahmen, 2 Finaleinzüge, jeweils souverän. Einmal knapp am Finale gescheitert. Da soll noch einer sagen, dass Angeln Glück wäre. Der Belgier aus dem Westin-Team beweist das Gegenteil und ist auf jeden Fall der Favorit auf den Titel. That's the food. Small crabs. Yeah, we saw them everywhere. We'll see you this evening. Bye, bro. Ich habe ja Ton dann getroffen und wusste also, er hat eine ähnliche Taktik. Es sind ja 4 Gewässer, die wir angeln durften. Und zumindest habe ich ihn an einem gesehen. Aber als der Wettkampf dann vorbei war, hat es mich natürlich brennend interessiert, wie er sich sonst so vorbereitet hat. Also wo ist er hingefahren, an welchen Seen war. Und das habe ich ihn dann auch gefragt. I took the car and I drove to 2 different lakes. I drove to Orellana to check a few spots, and I drove to Garcia de Sola. And at Garcia de Sola I saw a bay that was completely clear and had some very shallow parts, rocky, where I saw big bass swimming, I saw pike swimming. I saw a lot of fish, actually a lot of action on this similar bay. So this gave me a very good feeling, and I really thought at this bay it could happen. So it was one of the good things of being able to have one day of checking out the water and trying to look out for spots. What I also remember is there were a lot of spots that I got from boat fishermen that were just not reachable. Maybe because of the fence that was there, the road was just not accessible. It was in an area where you could not walk, where it was forbidden to walk. So this made it tricky to
to be at the right spot. Ich hatte ja eben gesagt, dass ich mich nicht gefreut habe, Ton an dem gleichen Spot zu sehen. Aber wie der Zufall es wollte, hat sich das ziemlich schnell gedreht. Und ich war sehr froh, dass er da war. Weil natürlich Team Chaos, wir waren natürlich wieder die Einzigen, die eine Reifenpanne hatten. Wir haben uns einen Nagel eingefahren oder irgendwas. Das kann nur einer zerstochen haben. We got a flat tire. No! Yeah. Nice, well done, boys. Did it happen while driving off there, or? No, it wasn't. Everything was fine. Then we parked there, and when we came back, I had a flat tire. So a bit weird. Maybe it was you. Ich hatte zwischenzeitlich die Vermutung, dass Ton mir den Reifen aufgestochen hat, aber am Ende war ich froh, dass er da war. Hier, falls du das siehst, nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank dafür. If it would have been me, they would have been dead all four. But what should I do? Tomorrow I can't drive with that one. Ja, also, was hat die uns am Flughafen noch gezeigt? Das Reifenreparaturkit. Als ob sie wusste, dass da was passieren wird. Und jetzt ist es passiert. Platter Reifen ist natürlich nicht geil. I tried to move a little bit. Do you have a plug? A butt plug? Also fine. We just found the hole, but it's on top of the wheel. But now the pressure of the core is on it. Yeah. I think it's fucked. No. Normally it works quite often, but this time it didn't. 10 minutes ago I said I'm not that happy to see you here at my spot. But now I'm really happy to see you at my spot. Now, yeah. Weil wir haben jetzt, ich freue mich sehr, dass Toni jetzt da ist gerade, weil wir haben jetzt echt einen platten Reifen irgendwie. Das heißt, Abschleppdienst gerufen. Wir fahren mit Ton nach Hause und lassen den Wagen hier stehen, bis der Abschleppdienst kommt und dann fahren wir nochmal hierher. Müssen wir nicht in der Sonne brüten. Let's go. Let's go. Ah, true. I'm not used to it to go here. I'm always the driver. Ich bin einiges gewohnt und Stresssituationen so und so beim Team Chaos. Aber es war natürlich wieder ein bisschen blöd, weil zeittechnisch hat uns das total zurückgeworfen. Ich wusste nicht, habe ich jetzt einen fahrbaren Untersatz morgen, also am nächsten Tag, wo das Turnier beginnt, schaffst du es jetzt pünktlich zurück zur Ansprache von Toni, weil es gab nochmal so Final Instructions. Ja, aber wie gesagt, gut, dass Ton da war und wir es pünktlich zurückgeschafft haben und Toni dann die letzte Ansprache vom Wettkampf halten konnte. Schön, dass ihr alle hier gelandet seid, es hierher geschafft habt. Am ersten Tag fangen wir dann um 12:15 Uhr an, am zweiten um 10 und am dritten um 8:15 Uhr, sodass wir einmal die Abendstunden haben, einmal weder Morgen noch Abenddämmerung und am letzten Tag dann die Morgenstunden. Ich weiß, es ist schwierig, ohne einen einzigen Wurf in dieses Turnier zu starten, aber ich glaube, es wird sehr, sehr spannend und ich bin selber total gespannt, wie ihr das umsetzen werdet und wenn es losgeht, wer die ersten Fische fängt. Also erstmal erhoffe ich mir, dass alle 4 Angler es schaffen, hier eine Fullcard zu machen. Das ist natürlich keine Garantie. Ich habe hier selber noch nie geangelt und ich muss auch sagen, ich kenne auch nicht so viele Leute, die hier viel vom Ufer angeln. Wir wissen, dass die Fische da sind, aber ob wir die gefangen kriegen mit den 4 Anglern, das werden wir sehen. Ich bin natürlich optimistisch und hoffnungsvoll, aber eine Garantie gibt es nicht. Patrick und Ton waren letztes Jahr schon dabei. Patrick im Jahr davor sogar auch schon unter den letzten 4, genauso wie Dustin. Patrick Marable. Der gebürtige Engländer liebt Cola und Koffein. Als bekennender Energy-Drink-Junkie dürfte er genug Energie haben, um die 3 Wettkampftage in brütender Hitze durchzustehen. Dem Druck scheint er auch gewachsen zu sein. Ja, die erste Gruppenphase kann man eigentlich nur als Achterbahn der Gefühle bezeichnen. Also von anfangs klar motiviert startet man, dann im ersten Spot schon lief nicht so tolle und am Ende habe ich kopflos agiert und so habe ich den ersten Tag komplett versemmelt. Aber dafür war der zweite Tag umso besser. Er weiß, wie man mit der Anspannung eines Wettkampfs umgeht und blickt auf eine extrem erfolgreiche YPC-Geschichte zurück. 2021 scheiterte er erst im Halbfinale an Dustin Schön. Im darauffolgenden Jahr erreichte er die Endrunde, in der er es jedoch nicht schaffte, den Titel zu holen.
klar, dass er in diesem Jahr auch wieder im Finale dabei ist. Yes! Aber reicht es für den Fox-Teamer dieses Mal für den großen Wurf? Seine Vorrunde hat er mit einem beeindruckenden Comeback und die Zwischenrunden mit einem knappen Gruppensieg beendet. Als es dann, ja, ich nenne es mal Urteilsverkündung gab, war ich natürlich unglaublich erleichtert, dass ich es in die zweite Runde geschafft habe. Gerade nach diesem ersten Horrortag und dann noch so ein super Ergebnis im zweiten Tag abzuliefern und damit sich für die zweite Runde zu qualifizieren, ja, Euphorie pur. Da ist man schon ein bisschen stolz, muss ich zugeben. Er kommt also mit einer guten Portion Selbstbewusstsein nach Spanien. Hoffen wir, dass es hier keine monotonen Kanäle gibt. Sonst wird es wohl eine sehr einseitige Geschichte und seine Mitstreiter hätten keine Chance. Bye, bye, baby. Ja, würde ich sagen, es ist sehr, sehr schwer, da jetzt einen Top-Favoriten auszumachen. Ich finde alle drei brutal stark. Also Patrick 3-mal in Folge, Ton 2-mal in Folge. Das sind 2 von 3 in den letzten 3 Jahren. Und Florian Hassenflug, denke ich, sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Jemand, der sich extrem gut in neue Gewässer einarbeiten kann, weil er eben auch extrem viel rumgekommen ist schon in seinem ja, noch gar nicht so langen Leben, ist ja auch eher jüngeres Semester noch. Also ich finde es unmöglich, da einen Top-Favoriten zu nennen, weil ich glaube, dass alle mit 0 Ortskenntnis hier ziemlich die gleichen Chancen haben werden. Dann ging es endlich los. Ich bin nicht so richtig gut in den Wettkampf gestartet, weil wir das Auto nicht fixen konnten. Es gab so viele Unsicherheitsfaktoren. Wir haben ein anderes Auto. Unser Auto ist leider mit Reifenpanne in der Werkstatt. Naja, wir müssen jetzt los. Der Wettkampf geht los. Es ist 10:45 Uhr. Ich bin mega nervös. Kommt mit. Let's go! Du hast gestern noch gekotzt, ja? Aufregung oder woran es gelegen? Nee, ich habe nicht vor Aufregung gekotzt. Ich glaube, ich habe gekotzt, weil ich auch nicht. Also vielleicht einfach schlechtes Essen. Ich dachte schon, ich werde jetzt krank, Magen-Darm oder so, aber ja, dadurch, dass es danach nach dem Kotzen wirklich besser war, glaube ich, hatte ich irgendwas Schlechtes nur gegessen. Los geht's. So eine richtige Taktik habe ich eigentlich nicht, weil ich natürlich hier noch nie geangelt habe in meinem Leben. Aber der Zander soll am einfachsten sein. Das heißt, ich werde mich konzentrieren, erstmal den Zander zu beangeln und Bass, weil beides hier, glaube ich, vorkommt. Ich habe mir einen Spot rausgesucht, der alles hat, also der Kraut hat, der tiefes Wasser hat. Ist immer gut, dass man nicht so viel reisen muss. Hecht soll am schwersten sein. Gucken wir mal. Was ganz wichtig ist für mich, rauszufinden, ob Finesse-Techniken oder eher Powerfishing Sinn macht. Das werde ich jetzt machen. Deswegen, erster Tag ist so ein bisschen exploren, rausfinden, was geht und dann ab morgen wird richtig angegriffen. Ich finde, es ist immer sehr schwierig, vorher Moderation zu machen, weil man so nervös ist und eigentlich nur ans Wasser will. Und man denkt, Kameramann, jetzt mach die Kamera aus und hör auf, mich mit deinen Fragen zu nerven. Nein, Spaß. Schnuller immer ganz wichtig, muss man sagen. Ready, jetzt laufen wir zum Spot. Was für eine Übertreibung. Einfach 6 Routen mit ans Wasser. Natürlich, macht man halt so. Hoffentlich wird das was. 1 Minute noch. Ja, 6 Runden mit ans Wasser nehmen oder sogar mehr ist natürlich beim Uferangeln ein bisschen vermessen, könnte man fast sagen, und vor allem unpraktisch. Und ich habe auch in dem einen oder anderen Kommentar gelesen, dass es nicht besonders gut ankam. Aber wenn man ehrlich ist, wir haben 3 Fischarten, die jeweils anders beangelt werden müssen. Wir haben Finesse-Techniken auf Bass, die man machen muss. Und wenn man die richtig ausüben will oder wenn man die richtig angeln will, braucht man halt verschiedene Routen. Und die habe ich halt eben dann mitgenommen. Ja, unpraktisch, aber ich finde, in dem Fall war es tatsächlich nötig. Ich weiß nicht, ob es anderen Teilnehmern auch so geht, aber für mich der schlimmste Moment im Wettkampf ist der, wenn man am Wasser steht und noch warten muss, weil man weiß, hey, der Wettkampf geht in 10 Minuten erst los und man steht dann da und denkt sich, hey, ich will jetzt angeln. Und in dem Fall bei mir war es sogar noch schlimmer. Ich stand da am Spot, keiner war da und plötzlich 3 Minuten oder 4 Minuten bevor der Wettkampf losging, kommt ein Bassboot angefahren, irgendein einheimisches Boot,
stellt sich genau an meinen Spot und fängt da 3 Zander weg. Erster Wurf, YPC 2023. Bremse nochmal checken. Das war gut, die war nämlich zu locker. Ich fange auf Zander an. Klassisches Jiggen habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, aber soll wohl gut funktionieren. Deswegen fangen wir so an. Hoffentlich geht was. Ich bin nervös. Was natürlich richtig bescheuert ist. Hier ist ein Boot. Das kam an, als wir schon 5 Minuten gewartet haben hier und stellt sich genau auf den Spot und fährt hier immer vor mir hin und her. Nicht easy, aber egal, gucken wir mal, was so geht. Dann weiß man eigentlich schon, ey, da wurde jetzt mal durchgepflügt. Ob das jetzt noch was wird, das wird sich zeigen. Biss. Erste Biss. Direkt hier vor den Füßen. Ich fische hier keinen Stinger. Auf dem 5-Inch Venom. Ich dachte, oh ja, man sieht es richtig. Das ist doch mal ein guter Start. Fast bassmäßig aus, um ehrlich zu sein. Vielleicht hätte ich warten müssen, wie die klassischen Bassangler, aber das ist doch schon mal gut. Man macht jetzt die ersten Würfe hier, ist schon so lange hier, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und erster Wurf gleich ein Biss, leider verknallt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Das Einzige, was echt einem zu schaffen machen wird, ist die Hitze, die ist so brutal. Wahnsinn. 35 Grad im Schatten. So, ich habe ganz viele rote Krebse gesehen und seit neuestem bin ich echt ein großer Fan vom Netrig-Fischen. Hat mir sehr viele große Zander gebracht und tatsächlich auch Barsche. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass ich als Sidecatch, wie nennt man das, Beifang, vielleicht auch einen Bass bekomme. Mal gucken. Fisch. Guter Fisch. Auch ganz harte Kopfschläge. Oh, dicker Hecht. Warum? Yes! Oh, das war sehr wichtig. Das war sehr wichtig und es ist kein schlechter Fisch. Sehr wichtig. Lass uns in den Schatten gehen. Ich will den ganz schnell hier rauflegen. Wunderschöner Hecht. Vorne dran. Über 0,5, also 96, siehst du das? 95,5 drüber. Es ist sauheiß, deswegen machen wir es ganz schnell. Rennen runter und lassen ihn frei. Einmal noch der 96er Hecht für euch. Ich bin so happy. Das war eigentlich das, was ich dachte, ist am schwersten. Aufs Free Rig. Yes, 96, das ist so gut. Und direkt meine Angstfischart abgehakt. Schnell in die Gruppe reporten, dann zeige ich euch den Köder. Yes! Geil, Dicker. Das ist richtig gut. Ich weiß es nicht, ob es der allererste Fisch war, der mir gemeldet wurde. Ich glaube aber schon, weil Flo Hassenflug hatte irgendwie kein Netz. Ich glaube, der hat tatsächlich die ersten Fische gefangen. Aber der erste, der wirklich bei mir angekommen ist, war ein 96er Hecht von Dustin. Und da habe ich sofort gedacht, dass das ein Fisch ist, der sehr, sehr schwer zu schlagen sein wird. Also davon bin ich ehrlich gesagt von Anfang an ausgegangen, weil ich glaube, so ein knapper Meterhecht vom Ufer ist auf jeden Fall was Besonderes, auch hier. Der Raven am Free Rig hat es gebracht. Geile Methode, weil der so schön langsam hinterher trudelt. Eigentlich war es für einen Zander oder einen Bass gedacht. Im Hecht bin ich auch happy. Ich glaube, jetzt probiere ich noch ein paar Zanderwürfe und wenn nicht, gehe ich da vorne, wo ich Topwater Bass vermute. Yes! Also die Nachrichten in der Gruppe haben mich mittelmäßig beeinflusst. Also A, muss ich ganz ehrlich zugeben, es freut mich, dass einfach da schon mal Fische reinkamen. Es hatte bestätigt, dass irgendetwas funktioniert. Ich fand es auch interessant als Feedback. Zum Beispiel, dass Topwater auf Black Bass funktioniert hat, dass mehrere Fische damit gefangen wurden. Klar, der 96er Hecht von Dustin als direkt erster Fisch in der Gruppe, das war einfach so eine typische, nicht schon wieder. Der legt wieder los, die Maschine. Aber prinzipiell finde ich es setzt einen ein bisschen unter Druck,
ist aber auch immer ein Feedback, weil es ein Erkennen gibt, okay, die Fische beißen, es ist was möglich. Den Hecht hatte ich zwar jetzt voll, das war sehr, sehr gut, aber am Ende bin ich trotzdem mit einem schlechten Gefühl von dem Spot gegangen, weil ich dachte, hey, guck mal, also ich habe jetzt schon 2 Stunden geangelt und habe nichts rausgefunden. Das hat schon den Druck erhöht. Ich habe gehofft, ey, hoffentlich klappt die Topwater-Angelei am nächsten Spot, sonst wäre ich wahrscheinlich total in Panik verfallen. Ich glaube, der erste Tag war, zumindest der Start, unglaublich. Ich bin ans Wasser gekommen, wir hatten ein bisschen Zeit. Ich habe schon alles aufgebaut, wir haben ein bisschen zu früh am Spot, 20 Minuten noch gehabt. Hatte dann einen schönen Platz gesucht, großer Stein, viel Schatten, generell große Steine. YPC Bank 2023 Finale in Extremadura, los geht's. Ich glaube, ich habe auf dem zweiten Wurf einen Biss gehabt. Fisch, nein! Ah. Und auf dem dritten Wurf einen 44er Bass gehabt. Fisch! Ja. Ein schöner Black Bass. Jawohl. Oh, guter Fisch, guter Fisch. Ich habe ihn, Leute. Ja, der erste Fisch. Schöner Blackie. Geile Nummer. Oh, was ein Start. Yes, yes, yes. Ja. Yes, ich freue mich. Und da ist er dran. Und hinten. Dann, ja genau, 44. Richtig schöner Black Bass. Ich habe hier Finesse gefischt. Mit einer ganz leichten Schnur, einem ganz leichten Blei und einem kleinen Finesse-Wurm. Okay, dann setzen wir den jetzt schnell zurück, den guten. Und da geht er. Sauber. Was ein Start, ey. Richtig geil. Yes. Und danach lief es richtig geil. Also ich habe, glaube ich, auf, lass es 50 Meter Strecke gewesen sein, irgendwie so die Richtung, hatte ich ja 5 sizable Fish und habe noch 2 weitere verloren und noch einen Nachläufer auf Topwater, der über 30 war. Ja. Ja. Jawohl. Der Anfang, sehr schön. Das ist ein Biss. Ja, der ist besser. Nicht da rein, mein Schöner, nicht da rein. Nein, 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 nicht springen. Jawohl, ich habe ihn. Yes, geil, geil, geil. 39,5. Und der wäre fast in den Stein abgegangen. Schwarzbarsch. Klein, aber mein. Ich freue mich. Total wirrer Köder aus Japan. Habe ich selbst auch noch nie gefischt, aber ich habe gehört, der soll richtig gut sein. Deswegen mache ich mal einen Wurf mit dem, mal gucken, was passiert. Es ist ein Biss. Doch ein Fisch. Oh ja, der ist schön. Nein! Oh, Scheiße. Oh. 37. Das war, glaube ich, schon recht erfolgreich. Ein paar schöne Schwarzbarsche. Unser Ziel heute tatsächlich ist ein bisschen riskant, aber wir versuchen die Island Points oder Explorer Points zu machen. Fahren jetzt ans nächste Großgewässer und probieren da 1, 2 Fische zu fangen. Also von daher, der Start war phänomenal. Ihr habt das ja alle erst später mitbekommen, weil ich keinen Empfang hatte. Deswegen habe ich dann immer sukzessive gepostet, aber es ist nicht durchgegangen. So what I will do is I will start on Embalsa de Garza Soler, a big lake, many bays for topwater bass fishing. On the first day of the final, I had one big plan. I was really trying to get the full card on the first day and fish in 2 waters. This because we had an extra points for fishing in 3 different waters and catching fish in 3 different waters, sizable fish. And I wanted to get as many topwater fish as possible. First cast. Yeah, fish on. No! Fuck! That was sizable. Fucking hell. Okay, so the plan was set it. I wanted to catch topwater fish. In 2 different waters, I wanted to catch fish. And I wanted a full card. Card 1. First bass, 33 centimeters, topwater points. Oh, nice. Yes. Just 1 hook. 31 centimeters. Very happy with it. The third topwater bass for me, 34 centimeter. Yeah, nicer. This is a good step for the full card. We need a bigger one, but always good to have one on the card.
I knew you were there somewhere. Oh, what a bite. Alle, die mich kennen, werden jetzt einen Herzinfarkt kriegen und denken so, was ist mit dem Patrick los? Er trinkt freiwillig Wasser. Wir sind in Spanien, an Orellana. Schönes, klares Wasser, sehr urige Landschaft. Zwar karg, ist halt typisch mediterran, ist auch eine ordentliche Temperaturen, so um die 30 Grad. Aber die Kulisse, das ist unfassbar schön, also ich finde es klasse. Der erste Tag bestand aus 6 Stunden mehr oder minder Panik, dass es genau der gleiche Mist wird wie in der ersten Runde am ersten Tag, dass ich nämlich blenke. Das ist wie so oft beim Angeln, man muss einfach erstmal den Code knacken. Boah, das waren 50 plus. Ich habe nicht drauf geachtet, habe mich bewegt und dann habe ich nur gesehen, wie der Schatten so ein Stück hinterm Köder war und abgedreht hat. Lecco mio! Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin da, ja, ist in Ordnung. Braucht keine Angst haben, ihr könnt trotzdem beißen. Am anstrengendsten am ersten Tag war für mich, dass ich mehrere Spots angefahren habe und es nicht lief und ich anfing nervös zu werden. Ich bin eigentlich mit einer sehr entspannten Stimmung ins Turnier reingegangen, habe gesagt so, nimm's locker, mach einfach das Beste draus und dann läuft's schon. Und ab dem Moment, nach ein paar Stunden, als ich dann noch keinen Fisch hatte, dann war dieses lockere, entspannte Mindset weg und das war ein Problem. Zum Glück hat es sich am Ende noch mal ins Positive gekehrt und ich konnte dann noch einige Fische fangen, habe dann noch ein paar taktische Fehler gemacht, aber im Endeffekt war ich doch zufrieden. Fisch! Komm, Amigo, hey, du hast meinen Tag gerettet. Ich habe mich geschneidert, das ist keine Wiederholung. Das ist 59. Bye bye, my friend. Ja. Kein großer, aber schon das. Der 33. 59. Danke, mein Freund. Darfst nach Hause. So Geschichten schreibt nur das Angeln. Das sind keine riesen Fische, aber für mich sind sie gerade gigantisch. Ja, und der hat 34. Ja. Yes. Erster Wurf mit dem Salmo Rattling Pop. 41,5, also es ist ein 42er. So, hier am nächsten Spot eine flache Bucht. Probieren wir mal ein bisschen Topwater zu angeln. Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber wäre natürlich schön. Bass. Jawohl, da ist Nummer 1. Das ist ein schöner Fisch. Der könnte an die 40 gehen, 38 vielleicht. So vorne dran. Ein wunderschöner Bass. 42 auf dem Reaper. Sorry. Yes. Okay, super. Das war doch schon mal wichtig. Auch fürs Selbstvertrauen. Oh, geil, reingestiegen, das Ding. Direkt hier vom Ufer. Mir schwindelig. Oh. Ganz schön heiß. Wenig Fischaktivität hier. Bisher haben wir zwar noch gehabt, aber von so ganz kleinen Fischen. Da war vorhin irgendwie doch mehr los. Vielleicht auch zu einem anderen Gewässer. Oh, der ist groß. Alter, der ist groß. Gerade habe ich gesagt, dass es nicht sich gut anfühlt und dann ist er mir eingestiegen. Auf dem Reaper, gerade die Farbe gewechselt. Gott sei Dank. Mal wieder ein bisschen Aktion hier. Ja, kein Riese, aber ein 35er wird das sein. 35,5 überschritten. Ja, 36, wahrlich kein Monster, aber Topwater-Punkte und das ist wichtig. 10 Stück. Oh, endlich mal wieder was zu reporten. Oh, Alter, der war 45 plus, hast du den gesehen? Oh, das ist ein Vieh. Alter, hast du den gesehen? Scheiße.
Alter, ich dachte, hier gibt es keine richtig großen, aber das war ja ein Monster. Ich habe einen, aber der ist kleiner. So 35, schöner Topwaterfisch. Boah, das sind schon geile Fische, ey, geile Fische. Oh, jo, der nächste 36er. Ihr müsst größer werden. Das ist ein kleiner Hecht. 4,5, also 46. Ich dachte gerade, bringt mir nichts, aber nein. 10 Topwater-Punkte. Damit sind meine 50 zu erreichenden Topwater-Punkte erreicht. Auch wenn es mir extrem viel Spaß macht, glaube ich, müssen wir hier gleich abhauen. Klar, Upgrade für Bass wäre geil. Sie sind auch hier. Ich hatte jetzt wirklich ein paar, die deutlich größer waren. Aber Zander ist natürlich erstmal wichtiger. Oh, das ist ein dicker Fisch. Ja, der könnte ein bisschen länger sein. 35, siehst du? 1 Zentimeter. Hallo. Jetzt ein High-Risk-Move, kurz vor Schluss. Also wenn ich jetzt losfahre und wir ankommen, habe ich noch ungefähr eine Dreiviertelstunde zum Angeln. Also eigentlich total bescheuert, was wir hier machen oder was ich hier mache. Aber irgendwie, manchmal ist es wichtig, für den Kopf frisches Wasser zu befischen. Und 4 Zander in der Stunde können durchaus realistisch sein. Deswegen ab zum Spot und hoffentlich fangen wir ein paar dicke Zander. Ich glaube, der erste Tag war, zumindest der Start, unglaublich. Und dann ging es bergab tatsächlich. Dann bin ich ja an ein Gewässer gefahren, an dem niemand gefischt hat, glaube ich, von uns in der Gruppe. Und da wurde es richtig tricky. Da konnte ich nur einen kleinen Bass fangen. Der war leider undersize. Ich hatte eine Barbe gehabt, die sich meine Fliege angeschaut hat, sehr akribisch und sehr lange. Und einen Karpfen, der in der Fliege so genuckelt hat, aber sie nicht eingesaugt hat. Steht dran. Steht dran. Nein, hat sie nicht genommen. Die hat sich nicht so wirklich für meine Fliege interessiert. Bei der ersten Fliege kam sie zur Oberfläche, hat sich die angeschaut und sich dann entschieden, sie nicht zu fressen. Sonst wäre es episch geworden. Deswegen habe ich leider, ich glaube, mich verzockt, weil ich habe die Happy Hour, ne, den Abendstunden nicht mitgenommen auf Zander und kam deswegen ganz schön ins Schwitzen an dem Tag dann, weil ihr alle schon Zander gefangen habt. So, es geht langsam Richtung Abend. Ich habe gerade erfahren, dass Ton einen 44er Zander gefangen hat, dickes Petri natürlich. Jetzt sind außer die Barbe schon alle Arten gefangen worden von uns Anglern hier am ersten Tag. Richtig stark. So the most memorable moment of the first round was for sure, I fished a certain spot for a zander and I had like a nice bite. I caught one of 53, I had another bite, but nothing on 7 gram jigs. And I decided, said to the camera, okay, I think the fish is here, but they're not reacting good. So what I did is I switched to a 2 gram jig and a bigger soft bait. So you have a way longer floating moment. Careful for the stones. Okay, it's up. It's bigger. Oh, it's a pike or what? No, it's a nice sander. It's actually really nice. Woo! Very light jighead. You think he wanted it? That's the proper size, finally. 65 approved. Oh, he's landing on my hand, okay. What a crazy zander. Now we will catch zander. We've been searching for a while, but a bigger soft bait on a light jig is the trick. I think it's filled with zanders here, but I was going too quick with a too small bait. First cast was boom, 65. Second cast, boom, 60. Got him. Big one. I mean, not giant, but big enough. For sure. Whoa, it's so black. Crazy. Look how black it is. Boy, do you think he likes it? Look how black it is. What a wonderful fish. Really nice black sander. Very hard strike on the bull teeth, 12 centimeter. And let's see how long he is. Let's find some area straight here in front of the rocks. As straight as it can be here.
I think it's 60. Yeah. Got him. Really nice zander, 60 centimeters. Let's release him. What a black zander. Really cool. Almost spawning colors. There he is going. And that was what we needed. Few decent zanders. Having this in the competition, explaining what you're changing and that it's working, that's wonderful. Das ist hier ein Witz, ne? Aber ich sag euch eins, man kennt das Gewässer nicht, man weiß nicht, worauf die Fische stehen. Da habe ich lieber alles dabei und ich werde jetzt heute keinen großen Move mehr machen. Deswegen lege ich mir die Routen da unten hin, laufe links, rechts, ein bisschen hin und her und dann, wenn ich mal was anderes machen will, nehme ich eine andere Route und bin so flexibel. So, letzter Platz. Wir fischen das jetzt aus. 1,5 Stunden haben wir noch. Den High-Risk-Move haben wir doch noch mal verworfen. Ich war hier noch nie. Ich habe das beim Vorbeifahren gesehen und dachte, ey, das könnte ganz cool sein. Wird schon, hoffentlich. Oh, da ist ein Bass. Ein schöner gewesen. Die Zander, die so einfach sein sollen, weiß ich nicht. So richtig einfach sind sie anscheinend doch nicht. Zumindest nicht für mich. Zeit läuft, aber ich brauche noch ein paar Fische. Fisch. Oh, Bass. Das, was ich nicht wollte, egal. Oh, guck mal. 37er Bass, 2 Zentimeter mehr oder sogar 3. Da sind sie. Nicht die Größe, die ich wollte, aber der Zielfisch, den ich brauche. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Über 46, Schiedsrichter. 1,5. 47. 47er Fritte. Aber ich muss sagen, ich bin auch damit happy. 20 Minuten noch. Genug Zeit für einen dicken Zander. Fisch. Fullcard. Darauf lässt sich am nächsten Wettkampftag doch aufbauen. Wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte, würde ich sagen, ey, wir wechseln den Spot, weil wir sind hier im Kindergarten angekommen. Aber wir haben nicht mehr Zeit. Und der hat über 0,5, also 51. An den Zandergrößen können wir arbeiten, muss ich sagen. Fühlt sich ein bisschen besser an. So hat 52, siehst du das? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man. Ne? Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Tag. Heute Morgen war super, super zäh. Aber ich habe einen sehr wichtigen Fisch fangen können, der noch wirklich am Ende auch wichtig sein könnte. Der Hecht, der 96er. Und jetzt geht es für mich daran, morgen auf jeden Fall ein weiteres Gewässer abzuhaken für die Explorer Points und ja, abzugraden. Mal gucken, ob das klappt. Letzte Minute, letzter Wurf. Stark gestartet und stark nachgelassen. Schade. After the first fishing day, of course, we got the results. Only on the first day we are seeing what the others caught. And at that moment I thought I was still good in the race. I felt quite confident. Trotzdem fand ich, war der erste Tag doch relativ munterer Schlagabtausch. Patrick ist nicht so gut reingekommen in die Partie. Der Rest hat gut gefangen. Und ich bin schon davon ausgegangen, dass es auf jeden Fall spannend bleiben wird. Nach dem ersten Tag war ich eigentlich sehr happy. Also ich war in Führung und hatte vor allem einen Fisch, der vermutlich in der Kategorie der Beste bleiben wird. Der Hecht war einfach richtig, richtig gut. Der hat mir dann auch geholfen oder der könnte mir dann helfen, war meine Überlegung, wenn die Zander jetzt nicht so groß sind. Ich wusste, Ton ist sehr gut im Zanderangeln und ich hatte das Gefühl, ich habe den Kurs so ein bisschen beim Bass geknackt. Ich wusste, geschliffene Cross funktionieren sehr gut, auch wenn ich da jetzt in dem Wettkampftag nichts gefangen habe. Ich wusste aber auch, wo Topwater funktioniert. Also ich war guter Dinge. Und dachte, ey, wenn ich jetzt meinen Stiefel weiter so durchziehe, habe ich eine große Chance, aufs Treppchen zu kommen und auch eine große Chance sogar, das Ding zu gewinnen. Deswegen war ich sehr motiviert für den zweiten Tag. Hola, buenos dias. Let's go fishing today again. We have
a big mission. We are currently in 2nd position. It's not too bad. We have 3 topwater fish. Now we have 2 days to fill 2 topwater fish. Today get the explorer points and make sure to catch a giant black bass. Let's go. I only had one job, so I would go to a different water, my 3rd water, and catch my sizable fish to get my bonus points. So I would have caught in 3 waters fish and I would have get my 30 bonus points. So that's what I did. I decided to go to a really big lake, Chiara. It dropped a lot in water level, which made it very hard to reach. I had to walk 45 minutes to get to my spot. Okay guys, we arrived. We are in the middle of nowhere and I see all the time bass hunting, so let's go. And after, I think, 2 hours fishing, I caught a sizable bass, some small pike. There you go. Yeah. It's a small pikey. Oh, beautiful colors. There you go, buddy. That's fighting very strange. Is he again a pike or what? Fuck! At least we're having some action, huh? Ah, was für eine Scheiße, ey. Der Tag hat echt begonnen zum Wegschmeißen. Und dann wissen die meisten Zuschauer, was passiert ist. Meine Euphorie oder beziehungsweise mein positives Mindset wurde am Morgen direkt zerstört, weil wieder ein absoluter Team-Chaos-Moment. Scale am Abend zuvor am Spot vergessen, plötzlich ohne Scale am nächsten Spot am 2. Tag. Fisch gefangen, man konnte ihn nicht messen, also alles wieder absolutes Chaos und ich war schon wieder, dachte mir, ey, der Tag, der startet so schlecht, der kann einfach nicht gut werden. Oh, ey Jungs, ihr seid meine Rettung, es ist alles schief gelaufen. Erster Spot, Patrick Marable stand auf dem Spot. So ist es halt, bin ich zum nächsten Spot gefahren, hab den ersten Wurf gemacht, Fisch gefangen. Was haben wir festgestellt? Scale nicht dabei. Das ist der Fisch im Kescher. Ich habe einen Zollstock organisiert. Jetzt haben die Jungs von B1, vielen Dank an die, mir ein Measureboard vorbeigebracht und jetzt werde ich meinen ersten Fisch messen. Oh Mann, ey. Und eine Dreiviertelstunde sind wir im Turnier. Also ich habe eine Dreiviertelstunde verknallt. Ach, doch, ist sogar ein gutes Upgrade. Vorne dran. 1, 2, 53. Schiri? Yes. 53er. Schöner Fisch, aber ey. Ganz ehrlich, das war mir jetzt. Jetzt bin ich echt durch heute. Oh, was ein Kack, ey. Ja, der Chaos-Moment vom Morgen hat sich dann den ganzen Tag durchgezogen. Ich bin nicht richtig reingekommen. Ich habe das Gewässer nicht gespürt, ich habe die Spots nicht gespürt, ich habe die Köder nicht gespürt. Die Zuschauer kennen vielleicht so Angeltage, wo man dann plötzlich einfach nicht reinkommt. Man kann machen, was man will. Am Ende ist man nicht erfolgreich. Und ich wusste eigentlich die ganze Zeit, heute ist genau so ein Tag. An dem Tag dachte ich wirklich, na, ich habe alles verspielt. Schlechter kann es gar nicht starten. Spot besetzt von Patrick, was normal ist, ja, das ist kein Problem. Dann hierher, Scale vergessen, Scale organisieren, Fisch gefangen und eine Stunde, Dreiviertelstunde vergeudet. Ah, das ist Hauptsache, mir fällt das nicht auf die Füße. Also ihr seht, hilfsbereites Feld. Ewert bringt mir jetzt eine Scale. Ich nehme dann die. B1 hat zwar auch eine schöne gebracht, aber die von Ewert ist genormt. Thank you very much, guys. Okay. Catch something. Use it. I hope so. So, jetzt fühle ich mich schon mal wieder ein bisschen besser, weil ich weiß, es ist eine genormte Scale. Ich bin jetzt guter Dinge, dass ich jetzt wieder normal angeln kann, ohne dass ich im Kopf die ganze Zeit habe, gibt es jetzt Ärger, darf ich die Scale benutzen? Natürlich werde ich die Scale nachher der Turnierleitung vorlegen, aber jetzt bin ich guter Dinge, dass ich gut weiter angeln kann und hoffentlich noch ein paar dicke Fische fange. Ich habe so auf den Bass gehofft. Das ist leider nur ein Zander, aber besser als nichts. Was heißt nur, es ist ein Zander. Der ist schön auf unseren Crankbait eingestiegen im Schwarzbarsch-Design.
Hab gedacht, match the hatch. 55,5 ganz eindeutig überschritten. Kommt ja fast an die 56. Shiri? Yep. 56er Zander auf dem Crankbait. Bei dem klaren Wasser und dem Sonnenstand denkt man das gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mit dem auch versucht, hier mit meinem Crankbait einen Bass zu fangen. Aber Zander gehen auch drauf. Das Zander drauf beißen, weiß ich, habe ich schon sehr oft sehr gut gefangen mit Crankbaits. Allerdings im trüberen Wasser. Egal, ich bin happy. So, ganz wichtig, Scale einsammeln. Wichtigste. Rein da, weiter geht's. Puh. Ersten 60er Zander hinterher, dann ganz viele dicke Bass, aber alle gespukt. Boah, die Hitze ist echt enorm. Es ist echt Wahnsinn. Die Kameras machen schlapp. GoPro ist gerade ausgegangen. Camera too hot, Fehlermeldung. Und jetzt bin ich hier an einem Spot, den ich noch nie beangelt habe, der geil aussah. Hier hat richtig dicke Bass gesehen, bis über 50 Köder hinterher gehabt, 60 plus Zander, alles im Flachwasser, im klaren Wasser. Ist halt die Frage, ob man sich damit verzettelt, weil man jetzt natürlich Fische gesehen hat und hier bleiben will, aber ob die am Ende auch beißen, die andere Frage. Things were becoming hard, and then the moment came that I will never forget. We had only 1.5 hours left. I decided to walk to the car, drive the car to my top order spot where I caught only 3 on the day before. Yes, that's a sizable one. Saw some nice plants, and he was in there. It's for sure sizable. It's 34 Creed. So guys, 34 centimeter bass, not the one we saw, but sizable, top water, so exactly what we need. Up, okay. Super, come on, we have some time left. I need one more. Yeah, big one. I told you. Ooh, please do not come off. They're in the plants today. Done with this top water fishing. Finally. It's not an upgrade, but 33. Then we do some power crankbait fishing. Okay guys, finally the 5th topwater bass in between some water plants. 10 minutes, boom, boom, I had my 2 topwater fish. So that was just lovely. I had my bonus points. I had the topwater fish and the bonus points for the 3 different waters. Am zweiten Tag war ich dann das erste Mal am Orlana gewesen und der Start war nicht so gut. Ich habe natürlich die Topwater-Punkte aufholen wollen, da die anderen sehr gut Topwater gefangen haben. Habe an der ersten Stelle dann gar keinen Fisch gefunden, habe aber auch nicht im Kraut gefischt. Habe erst später herausgefunden, dass Kraut doch sehr wichtig war. Habe dann eher Structure abgefischt, einzelne Äste, die im Wasser lagen, Steine. Hatte einen Hecht, glaube ich, der den Köder verpasst hat an der Oberfläche, auf den Steinen. Nein, nein. Ah. Ja, ich hatte gerade hier einen Fisch, der voll raufgehackt ist auf den Köder, ihn aber nicht richtig reinbekommen hat, also ein Fehlbiss. Ich kann nicht genau sagen, ich hätte auf den ersten Blick gesagt, es war ein Hecht, aber ich bin mir nicht ganz sicher gewesen. Und habe dann ein sehr, sehr schönes Stück Wasser gefunden an Land, also beziehungsweise eine schöne Spitze, auf der ich gefischt habe. Und da hat dann wirklich ausnahmsweise mal wirklich alles geklappt, wie ich es wollte. Ich habe gesagt, ich brauche einen Hecht, habe dann gejiggt, habe einen Hecht gefangen. Das ist ein Hecht. Scheiße. Alter, wo kam der denn her? Ja! Ich glaub's nicht, es ist ein Hecht. Ich kann's nicht glauben. Ja! Oh! Yes, Leute! Was war das denn für ein merkwürdiger Biss? Geht auf halb, 75. Schöner Hecht, der geht jetzt schnell zurück. Mann, bin ich glücklich. Und da geht er.
Geile Nummer. Yes! Ah, ich freue mich, dass wir den Hecht aufhaben. Der war echt mein Sorgenkind. Jetzt können wir uns konzentrieren auf die 2 Zander noch, die wir brauchen. Und vielleicht noch den einen oder anderen Topwater-Barsch fangen. Oder Black Bass besser gesagt. Und dann bin ich happy. Mein zweiter Tag fing wie der erste an. Grausam. Nein! Mann! War zwar nur ein kleiner, aber war ein Fisch. Ich befürchte, es war ein Fehler, hinzugehen. Erster Spot, Zander dran gehabt, hat man vom Biss her gespürt, auch vom Drill. Ausgestiegen. Danach ging nichts mehr. Dann Gewässerwechsel, wollte die Barben, auf die ich mich auch sehr gefreut hatte, fangen. Und war anscheinend noch zu früh. Die Barben waren nicht wie in den Trainingstag an Ufernähe, sondern ich habe einen einzigen Fisch gesehen, der war direkt gespukt. Habe dann unter der Brücke gefischt, fing einen kleinen Zander, untermaßig, und ab dann war es eine zähe Nummer. Highlight war an dem Tag einfach die eine Stelle am Garcia Sola, wo ich mit 3 Würfen 3 Black Bass auf Topwater gefangen habe. Und man schon wusste, okay, hat sich erledigt, habe die Karte mit den Bonusfischen voll gemacht. Ja, ist noch drin. Danke, Kescher. Wieder war es ein Salmo, Papa. 37. Das ist ein 32er. Tschüss. Power. Der springt. So. Das ist berechtigt 40. Geil. 40 Centimeters. Yes! Fucking nice, man. Dann habe ich mein Glück auf Topwater versucht, nachdem ich den Hecht gefangen habe. Und ich habe so einen kleinen Einlauf gefunden, wo Wasser eingelaufen ist, Frischwasser. Da war relativ viel Kraut, das war unglaublich flach. Da lag vorher auch ein Bassboat, deswegen hatte ich die Stelle ein bisschen ruhen gelassen und bin dann später erst dahin gelaufen. Und ja, habe einen sehr, sehr langen Wurf gemacht, habe in der Distanz dann einen Biss gesehen, den Anhieb gesetzt und mich aber gewundert, weil der Biss, ich habe ungefähr geschätzt, der Fisch wird über 30 sein, war dann aber selber erstaunt, wie viel Zug auf der Schnur war und habe im ersten Moment auch gerufen, nein, nein, der hängt irgendwo fest. Ah, es sind 2. Ich habe 2 dran. Was zur Hölle? Ich hab 2 Stück dran! Alter, wie geil ist das denn? Ey, und ich glaube, die haben beide Maß. Dann wären das ja beides Topwater-Punkte. An jedem Haken einer. Ey, wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn? Wie viel Glück kann man denn haben? Das sind die Geschichten, die schreibt nur der YPC. Wahnsinn! Schaut euch mal bitte ein Double an. Geile Nummer, die messe ich jetzt mal beide schnell. 32. Messe ich den anderen noch mal schnell. Der ist ein bisschen größer. Also ich würde sagen, er ist 35,9. Also damit 36. Hier ist schön kaltes Wasser. Der will auch schon gehen und der andere hinterher. Oh, ey, was ein Krimi. Was ist das denn bitte gewesen? Ist das krass? Habe ich ja noch nie gehabt. Ich dachte, ich hänge fest. Auf einmal so ein Druck drauf. Musste ich einen Zweiter den noch geholt haben. Krass. Einer hing am vorderen, einer am hinteren Haken. Das war richtig spektakulär. Also das habe ich so auch, glaube ich, noch nie erlebt. Zumindest bei Schwarzbarschen, bei Barschen erst einmal. Die letzte Stunde des zweiten Tages hatte ich dann auch Glück. Ich habe gesagt, ich brauche Zander und es hat dann auch gut funktioniert. Nachdem ich einen Aussteiger hatte, konnte ich dann tatsächlich 2 Zander fangen und noch einen Hecht. Und das Coole war, dass die im Freiwasser, also einer der größere, der 68er, im Freiwasser gebissen haben. Also beim Absacken des Köders hat er sich den geschnappt und das hatte ich sogar 2-mal hintereinander. Ja, Fisch! Ja. Sehr, sehr cool. Scale ist nass, 57,7 oder sowas. Also 58 aufgerundet. Oh, da geht er auch schon. Richtig geil. Weitermachen, einen brauche ich noch zur Fullcard. Fisch, Fisch. Beim Absinken. Was ist denn hier auf einmal los? Zander und schöner.
Ein schöner Zander. Leute. Ja! Ja! Ja, der ist der zweite Zander und der ist über 60. Jawohl, was ist denn hier auf einmal los? Oh, es war so eine gute Entscheidung, hier wieder rüber zu gehen. Der ist über 60. Yes! Oh, schaut euch den Zander an. Oh, geile Nummer. 67,5. Dann wird aufgerundet 68. Oh, alter Schwede. 68er Zander und das in Spanien. Ich freue mich so. Oh, was ein Zander. Vorsicht mit der Rute. Wunderschöner Fisch. Der darf jetzt schnell zurück. Oh, der ist gallig. Oh, der ist gallig. Und da geht er. Der Plan ist, einen Zander zu fangen, die ganze Zeit schon. Aber irgendwie, heute bin ich nicht in den Flow gekommen. Keine Spots gefunden, viel zu viel im Auto verbracht. Ich habe bestimmt die Hälfte der Zeit im Auto verbracht. Measure Tape vergessen, eine Stunde später angefangen. Egal, wir haben noch 1,5 Stunden und die muss ich jetzt nutzen. Wenigstens ein schöner Zander noch oder ein Upgrade, das wäre schon nicht schlecht. Mir ging es dann darum, am Ende des Tages und am Abend das wieder zu drehen. Also, dass ich am nächsten Tag wieder motiviert starte und wieder einen Zugang finde, weil das war echt wichtig. Ich habe gedacht, wenn ich das nicht schaffe, dann wird es auf jeden Fall nicht für ein Treppchen oder für einen Sieg reichen. Und das war natürlich der Grund, warum ich da hingekommen bin. Wenn ich da mitmache, will ich auch gewinnen. Und habe gesagt, hey, ich fange am Abend, morgen vielleicht ein paar Zander am letzten Tag. Und wenn das nicht klappt, habe ich immer noch meine 2 Sachen, die ich richtig gut kann. Bassangeln, Crossangeln mit Topwater und eben, wie gesagt, Cross. Und das war halt der Plan. Wichtig war, wieder ins richtige Mindset zu kommen. Fisch. Ein Upgrade, kann das sein? Ja. Oh, ein kleines Upgrade. Aber es ist ein Upgrade. Da ist er. Der lang ersehnte Zander. Nicht die Größe, die ich haben wollte, aber es ist schon mal ein Zander. Noch ein 56er. Das ist im klaren Wasser schön, wie die so abtauchen. Ja, mal gucken, ob da noch was kommt. Am Abend habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, habe auch so ein bisschen abgeschätzt, was könnten die anderen gefangen haben. Anhand der Durchschnittsgrößen von den bisherigen eingereichten Fischen, so was wäre ein potenzieller Upgrade von den anderen Jungs, was bräuchte ich, und wusste, es wird verdammt schwer, aber es ist immer alles möglich. Ich wusste, wenn ich schneller einen Zander fange und dann noch die Bass upgrade, dann könnte es noch mal interessant werden. Das ist vielleicht ganz gut, dass das hier so ein Inside-Interview ist, weil sowas würde ich wahrscheinlich in einer Show, die wir produzieren, nicht sagen. Also Dustin Schön ist wirklich ein sehr enger Freund von mir und ich würde ihm immer gönnen zu gewinnen, aber dort bin ich dann tatsächlich immer in der Rolle des Austragers und fiebere immer für einen spannenden Verlauf. Und deswegen war ich ab dem ersten Tag dagegen, dass Dustin weiter gut fängt und dafür, dass die anderen gut fangen, weil ich immer mir eine möglichst spannende Show wünsche. Und dementsprechend war ich eigentlich ganz happy, dass der zweite Tag für Dustin nicht so gut lief. Und für zum Beispiel Flo hat einen großen Zander gefangen am zweiten Tag. Patrick kam auch zurück. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass das Feld dann noch ein bisschen enger zusammengerückt ist. Da ist tatsächlich immer mit Abstand die schlimmste Zeit am Morgen vor dem Turnier. Warten. Man ist am Spot und jetzt dauert es einfach noch eine halbe Stunde, bis man angeln darf. Das ist wirklich die schlimmste Zeit, mit Abstand. Boah, Nervosität, fragt sich, ist die Taktik die richtige, die man fährt und so weiter und so fort. Deswegen hoffentlich geht die Zeit schnell vorbei und wir können angeln.
Ja, dann kam es endlich zum Finale, der 3. Tag, der wichtigste Tag quasi. Ich war so nervös morgens, dass ich schon echt früh da war. Ich glaube, ich war eine Dreiviertelstunde vorher am Spot. Aber irgendwie habe ich es geschafft, mich wieder zu motivieren und ich hatte ein wirklich gutes Gefühl. Ich war zwar nervös, aber ich dachte, hey, wenn ich mich heute auf die Sachen konzentriere, die ich gut kann und die ich hier rausgefunden habe, dann habe ich wirklich eine reelle Chance, das Ding nach Hause zu bringen. Und ja, so bin ich in den Tag gestartet. Oh, ich bin so nervös, ihr glaubt es gar nicht. Ja, der Spot scheint hier beliebt zu sein. Gerade kamen einheimische Spanier, die es nicht so toll fanden, dass ich jetzt hier stehe. Aber was soll ich machen? Wettkampf. Kann ich jetzt leider nicht für die frei machen. Aber ich bleibe hier auch nicht so lange. 20 Minuten, dann können Sie sich hier hinsetzen. Das war der 60er. So kann es manchmal gehen. Das wäre ein guter Start in den Tag gewesen. Schon sehr ärgerlich, oder? Switch. Ist der Köder auch schon wieder raus. Venom, warum auch immer, der hat sich gelöst hier vom Snap. Guckt ihn euch an. Ein ganz schöner Zander. Kein Monster, aber ich glaube schon ein Upgrade. Über 0,5, ganz klar. 60. Davon braucht man noch ein paar mehr. Schon mal gut, dann hätte ich jetzt schon den zweiten 60er. Vorher war auch 60. Nicht so lange rumlabern, den lassen wir wieder frei und versuchen hier schnellstmöglich noch einzufangen. Aber das ist doch schon mal ganz gut. So, der hat mir jetzt die beiden Bisse gebracht. 10,02. Ich habe gedacht, es ist noch nicht so viel Licht im Wasser. Jetzt natürlich schon ein bisschen mehr. Aber dachte, so ein bisschen kontrastiger ist ganz gut. Und es hat geklappt. Hat mir 2 Bisse gebracht direkt. Leider, leider, leider. Der erste verloren. Dann hätte ich jetzt schon zur nächsten Aufgabe gehen können. Und zwar nochmal ein Bass upgraden. Naja, nicht so schlimm. Weiter geht's. Guten Morgen, ihr Lieben. Tag 3, Finale. Unser letzter Tag zum Angeln. Am 3. Tag gab es einen richtig guten Start. Relativ schnell habe ich dann meinen Zander bekommen. Ja, Fisch auf. Ich denke mal, von den harten bisher muss es Zander gewesen sein. Gar nicht mal so ein schlechter. Ja, Full Card. Wow, 58. Ciao, amigo. Nee, adios, amigo. Wir sind ja in Spanien. Oh, tut das gut. Also ihr erlebt eine Premiere von diesem Finale. Ich fange innerhalb der ersten 4 Stunden einen Wertungsfisch. Ich habe halt den Fehler gemacht, ich habe den Zander-Spot nicht noch ein bisschen ausgiebiger ausgefischt, weil dort hätte auch ein Bass gehen können und wenn, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Und auch jeder Zander ab schätzungsweise 55 wäre auch ein Upgrade gewesen. Das habe ich einfach vernachlässigt und habe mich so sehr darauf fixiert, oh, ich brauche jetzt große Bass, oh, ich brauche jetzt meine Hechtverbesserung. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Sure is fish around. So a lot of bait fish in the shore here. Looks really nice. So, based on my other 2 days, I only had one job to do on the 3rd day. I needed to catch big pike and big bass. So I went all in for this. I went back to the spot where I saw the big fish, the wooden log. Yeah. Got a bite, caught it, was not an upgrade. Got another bite, missed it. Then I went on. I went burning crankbaits, fishing skirted jigs. I really tried everything to get a big bass. I tried some shallow jerkbaits for a big pike. It didn't work out. I caught a lot of fish, a lot of small fish. First upgrade of the day, 36 centimeters.
Bye-bye, buddy. A wonderful moment was I was fishing a very, very shallow crankbait. I think it runs about 1 to 1.5 meters deep. And I see a big rock. I throw it towards the rock, retrieve it slowly. I stop it, boom, zander, 58. It's a zander! What? Wow! 58 centimeter zander. Quite a surprise on a very shallow crankbait, but we know they are crazy in these lakes, so let's release him. Crazy guys here. Oh, okay, let's continue. Maybe there is more on this stone. I do another cast, slow retrieving, zander, 64. Immediately two nice zanders in a spot that I really did not expect any zander. And in the end, these were the biggest upgrades that day. Woo! That might be the 65. Oh yeah, that's a nice one. It's 64. Wow, what a zander. Shallow on the bass bite. They clearly also eat the small bass. 64 centimeters, let's put it back. Wow, they are so aggressive here. I love fishing. Der dritte Tag war für mich jetzt ganz schwierig. Ich habe so richtig Seife gekaut, wie man sagen würde. Dann kämpfen wir uns mal weiter, würde ich sagen. Oh, Fisch, Fisch! Nein, 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 nicht in die Steine. Ja. Oh, das wird ganz knapp. Boah, bin ich hier weggesunken. Ich hole mal das Board, das wird ganz knapp, Leute. Das wird ganz knapp. Ich glaube, da wird ein Zentimeter fehlen. Wir sind hier einigermaßen eben. Hier. So, der Fisch ist dran. Nein. Nein, 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 nein. Egal, wie man es dreht und wendet. Er hat 29,5, da fehlt ein halber Zentimeter. Nein, scheiße, ich habe mir das schon fast gedacht. Oh, unverhofft kommt oft auf einen Einser Maps auf der Suche nach einer Barbe hier. Ein kleiner Schwarzbarsch, aber leider nicht groß genug. Ein halber Zentimeter größer wäre es gewesen. Mist, weg ist er. Ich konnte einen Bass fangen mit 29,5, also er hat nicht die 30 gemacht. Ich konnte nicht meine Explorer Points füllen. Hatte dann noch 2 Fehlbisse gehabt. Der eine vielleicht eine Barbe, ich habe Barbenraum gesehen, dahin geworfen. Und der andere vielleicht ein Zander, weil der Gummi verdreht war. Aber so kann es auch laufen. Ohne die Explorer Points gewinnt man hier, glaube ich, keinen Blumenstrauß. Deswegen ist das mein Plan. 3 Stunden hier, noch ein bisschen Zander, ein bisschen Bass. Und dann ab zum anderen Gewässer, an dem ich noch nie war, wo ich gar keinen Plan habe. Ja, hoffentlich kriegen wir da nur irgendeinen maßigen Fisch ans Band. Egal wie groß. Fisch. Oh, der ist groß. Sehr groß. Den muss ich kriegen. Sehr großer Bass. Sehr, sehr großer Bass. Fuck, ist der groß. Nicht springen, nicht springen, nicht springen. Bleib unten, bleib unten. Bleib unten, bleib unten. Jawohl! Oh, geil. Oh, geil. 45er Topwater Bass. Yes! So habe ich mir das vorgestellt, gewünscht. Das natürlich sind wichtige, wichtige Punkte. Okay, schnell weiter angeln. Der darf zurück, der Gute. Oh, da ist einer. Der war klein. Aber hier geht's wieder los. Schon so, dass hier immer mehr Aktion ist. Oh, da steht ein dicker Bass. Ja, wie heißt es so schön? Fische, die man sieht, fängt man nicht. Fisch. Da ist der nächste Bass. Dann gucken wir, ob der ein Upgrade ist. Kein Riese, aber wieder ein kleines Upgrade. 38. Naja, langsam, aber stetig. Los, Großer, zurück mit dir. Ja, jetzt mal kurz Twitchbait, weil ich damit sehr gut Zander und Bass fangen kann. Ja, einen kleinen Bass habe ich am ersten Wettkampftag darauf auch schon gefangen auf dem Mad Max.
So, das noch 5 Minuten und dann ab zu den Explorer Points, was ein High-Risk-Move ist, weil ich weiß überhaupt nicht, wie es da ist, war da noch nie. Ich habe ein bisschen was im Internet recherchiert, jetzt heute Abend, gestern Abend, aber sonst weiß ich überhaupt nichts davon. 4 Stunden für einen maßigen Fisch, hoffentlich kriegen wir das hin. Sind jetzt hier am 3. Gewässer angekommen, wo ich die Explorer Points einsammeln will. Haben auch schon einen dicken Bass gespottet gerade, aber der hatte irgendwie Angst vor meinem Köder. Schlechteste Zeit am Tag auch, deswegen bin ich gar nicht so optimistisch. Aber wie schon gesagt, wenn man hier keinen Explorer Point holt, dann hat man, glaube ich, keine Chance auf den Sieg. Deswegen geben wir jetzt 4 Stunden Gas, den Rest der Competition, um einen maßigen Fisch hier zu fangen. Optimalerweise ist der dann so groß, dass auch gleich ein Upgrade bedeutet. Wir werden es sehen. Oh, da ist ein Sizable Bass. Der hat auf jeden Fall 30. Ah, der ist aber daneben, der ist gar nicht raufgeschossen, der ist geflüchtet, oder? Ah ne, da ist er. Da ist noch einer. Jetzt ist er rangeschossen und hat scharf gedreht. Der Große kommt. Yes! Ja, das war eine geile Aktion. Da ist er. War das ein Kampf. Ich habe den gesehen. Das Anke schon ganz langsam gezuppelt, auf den Boden geschliffen, mit einem Nethead. Bam! Geil. Vorne dran. Und 31. Das sind 30 Explorer Points. Yes! Aber jetzt upgraden, weil ich glaube, das reicht immer noch nicht aus. Ja, da ist was Blödes passiert. Und zwar, ich wollte einen Spotwechsel vornehmen und irgendwann fing die Reifenkontrollleuchte an zu leuchten. Hab geguckt, sah noch gut aus. Bin 1-2 Kilometer weitergefahren und dann fing sie, war aus einem Orange ein dunklerer Orange geworden oder so ähnlich. Auf jeden Fall, irgendwas hat mich da stutzig gemacht, bin nochmal hingegangen, habe gesehen, dass schon wieder ein bisschen mehr Luft fehlte. Und dann bin ich halt zu einer Tankstelle gefahren. Und genau gegenüber der Tankstelle war eine Reifenwerkstatt und dort haben wir dann festgestellt, dass ein Nagel im Reifen steckte. Man hat gespürt, dass der Reifen so ein bisschen weicher geworden ist. Aber sicher ist sicher. Da irgendwo in der Pampa am Wasser, in der Einöde mit einer Panne liegen zu bleiben, ist fatal. Deswegen sind wir dann zu einer Tankstelle gefahren und haben direkt neben der Tankstelle Goodyear Reifen, Reparaturservice gesehen und haben hier Stopp gemacht. Und tatsächlich, es war ein Nagel im Reifen. Ich gucke mal, ob ich den noch irgendwie bekomme, um den euch hinterher mal zu zeigen, was wir da eingesammelt haben. Ja, und so konnten wir noch eine schöne Pause machen, ein bisschen hier im Schatten chillen. Ich durfte noch mit 2 Hunden schmusen. Die ganze Aktion hat mich ziemlich genau 50 Minuten gekostet. Oh ja, die Zeit hätte ich gerne noch gehabt, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Spisos Metallos. Das war der Übeltäter. Ich wollte so nett sein und habe gesagt 20, schon ein kleines Trinkgeld dazu. Und die haben das so verstanden nach dem Motto 20 € Trinkgeld und haben dann auf 30 € aufgerundet. So kann man auch Trinkgeld auskosten, ne? Nachdem der Reifen repariert wurde, konnte ich dann doch noch an meinen Spot, wo ich am ersten Tag die Topwater Bass gefangen habe. Hatte dort auch nach 5 Minuten den ersten Fisch, 32er, leider kein Upgrade, aber danach tat sich nichts mehr. Der Rest des Tages, mir ist irgendwann klar geworden, ich habe zwar meine Fullcard gemacht, aber selbst wenn ich jetzt die Explorer Points hätte, käme ich auf 680 und das ist das, was das Schöne am ersten Tag erreicht hat. Und in dem Moment war mir klar, die Chancen, ihn von Platz 1 zu verdrängen, stehen bei 0. Lass mal gucken, ob wir noch was finden. Biss. Oh, richtig guter Biss, ey. 10 Minuten haben wir noch. Oh, scheiße. 8 Minuten noch, glaube ich. Biss. Oh, hängt. Das
könnte ein dicker Bass sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein dicker Bass. Das ist ein ganz dicker Bass. Willst du mich verarschen? Yes! Darauf habe ich geangelt. Darauf habe ich gewartet. Wuff! Unser Craw. Yes! Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Geil. Yes. Guckt euch das an. Hier, der hängt hier noch. Ist gerade selbst rausgerutscht. Unser neuer Skirted-Jig. Unser neuer Craw. Und der geht an die 50. Oh, N40 hat er auf jeden Fall. Über 0,5. Warte mal. Vorne dran. 52. Wie geil ist das bitte? Erstens wichtige Punkte, zweitens auf unserem Prototypen. Unser Craw, unser Skirted Jig. Ganz langsam über den Boden geschliffen, wie bei uns zu Hause. Mit Stroft, Fluorocarbon durchgängig, FC2, richtig geil. Und dann habe ich zum Kameramann gesagt, bis. Angehauen und dann war es direkt schwer. Boah, das kann ein ganz wichtiger Fisch sein. Für mich der coolste Moment im YPC 2023, also jetzt mal nicht die Vorrunde, da habe ich halt natürlich diesen einen Tag mit einem 51er Barsch und einem 1,26er Hecht vom Ufer gehabt, mit Punkterekord, meinen eigenen Punkterekord vom letzten Jahr geknackt, das war natürlich sensationell, aber im Finale war es wirklich der Bass, weil ich habe die Krebse gesehen, ich habe mir die Taktik überlegt, ich habe unsere neue Craw, gerade neu, das erste Mal gefischt, mit unserem neuen Skirted Jig rangemacht, geschliffen. Und dann dieser extrem wichtige Fisch, dieser 52er Bass, war für mich das Highlight. Der Hecht war zwar auch cool, der 96er, aber das war so ein bisschen mehr Glück. Beim Bass war es genau, ich bin da hingefahren, habe mir die Taktik überlebt und es hat geklappt und es war halt einfach toll. Und vor allem zu dem Zeitpunkt weiß man ja nicht, man weiß ja nicht, wo steht man. Und dann fängt man diesen Bass, der wirklich ein extremes Upgrade auch noch bedeutet. Das hat natürlich sich so gut angefühlt und da bin ich immer noch, wenn ich daran zurückdenke, quasi sehr happy, muss ich sagen. Ich bin platt. Unglaubliche Schlussviertelstunde. Habe heute alles gegeben. Der Plan ist eigentlich ganz gut aufgegangen. Der 52er Bass war für mich das Highlight jetzt. Trotzdem, wie schon erwähnt, sehr, sehr starkes Teilnehmerfeld und deshalb kann man sich nicht sicher sein. Ich glaube aber, ich habe es aufs Treppchen geschafft, das glaube ich schon. Und vielen, vielen Dank an euch alle für den ganzen Support, für die Likes, für die Kommentare. Ich hoffe, euch hat der YPC 2023 gefallen. Ich gehe jetzt zurück zur Siegerehrung, nehme noch schnell eine Dusche und bin echt gespannt, wie die anderen so gefangen haben. Ehrlich gesagt, ich hätte es allen 4 Teilnehmern gegönnt. Ich kann mit den einen gut leben als YPC-Champion. Ich komme mit allen gut klar. Ich glaube, Top-Favoriten hatte ich in dem Turnier eigentlich 2. Ich war mir relativ sicher, dass Dustin oder Ton gewinnen wird. Und ich hatte das Gefühl, dass ich den 3. und den 4. Platz zwischen Patrick und mir ausmachen werde. Ja, die Siegerehrung war natürlich krass. Ich war so nervös. Ich wusste, ich habe performt. Ich habe einen guten Durchschnittsscore. Ich wusste, das wird hart zu schlagen sein. Also ich war mir sicher, ich habe einen Treppchenplatz erreicht. Aber irgendeiner der Jungs kann immer noch einen besseren Tag gehabt haben. Deswegen war ich extrem nervös. Als Toni dann angefangen hat zu sagen, okay, der 4. Platz geht an Patrick Marable von Fox Rage. Herzlichen Glückwunsch. Ich persönlich habe mir das Ziel gesetzt, nicht Vierter zu werden. Und das hat dann auch geklappt. Von daher bin ich da sehr glücklich drüber. Bisschen Erleichterung. Treppchen. Der 3. Platz geht an Flo. Lieber Flo Hasselflug von Stroft. Herzlichen Glückwunsch. Ist das erste Mal, dass ich ins Finale vom YPC gekommen bin und es ist das 2. Mal, dass ich in einem großen Turnier mitfische. Von daher glaube ich, man kann sich immer verbessern und das kann ich dann vielleicht hoffentlich beim nächsten Mal oder bei einem anderen Mal zeigen. Dachte ich, wow, ey, die ersten 2 geil. Und als ich dann erfahren habe, dass ich das Ding gewonnen habe, das war echt ein emotionaler Moment für mich. Aber weil Dustin auch die beiden größten Bass gefangen hat, ist er YPC-Champion 2023. Klingt vielleicht für die Zuschauer albern oder für viele, aber man steckt da so viel Arbeit rein, so viel Herzblut.
hat eine eigene Marke, die Köder entwickelt. Man angelt nur mit seinen Ködern, mit den Prototypen und konzentriert sich wirklich darauf, ob das eigene Zeug funktioniert. Und dann, ja, für mich der bedeutendste Wettkampf Europas wird dann damit gewonnen. Das ist halt einfach, ja, für mich ein sehr, sehr, sehr cooler Moment gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Das war, glaube ich, mein anglerisches Highlight im Jahr 2023. Herzlichen Glückwunsch! Was ein schöner Team Nace! Ja, zum Schluss, wie gesagt, überwältigt, dass ich das Ding nach Hause holen konnte. Einen großen Dank auch an die ganzen Zuschauer. Es gab so viel Support, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Und ja, ein großes Dankeschön auch an Hecht und Barsch, die dieses Turnier wirklich möglich gemacht haben. An Stroff, die mich mit der Schnur ausstatten. Und natürlich auch an das ganze Team bei Nace, das hinter den Produkten steht, die mir geholfen haben, das Ding zu gewinnen. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick hier gefallen. Wenn es so war, ihr wisst's, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.